Auf Platz 10 befindet sich die Zavanote. Diese Schuppentiere lebten vor 247,2 Milliarden Jahren in der Trias. Sie erreichen eine Länge von 6 Meter. Wissenschaftler glauben, dass einer der evolutionären Zweige des Plesiosauriers den Plesiosaurier hervorbrachte, der sich von Fischen ernährte, wenn nicht an der Spitze der Nahrungskette, dann irgendwo in der Nähe. Diese aquatischen Fleischfresser leben in Europa und Asien. Ihre Art war damals sehr weit verbreitet. Notosauren sind unübertroffene Experten für Tarnungen, die lautlos zu ihrem Opfer schwimmen und zuschlagen können. Dakolon belegt den 9. Platz. Dieses Meereskrokodil aus dem Jura und der Kreidezeit ist ein Fleischfresser, das gerne über lange Zeit große Beute jagt. Er erreicht eine Höhe von 4 bis 5 Metern und ähnelt einem fernen modernen Killerwal. Ja, Kazavr lebte einst mit Splitiosaur und teilte das Meer mit ihnen. Der Lebensraum ist sehr ausgedehnt und erstreckt sich von Russland bis Südamerika. Die Art jagt vor allem Ichthyosaurier, Plesiosaurier und Haie. In den Medien trägt diese Art den Spitznamen Godzilla. Auf Platz 8 steht ein Meereslebewesen, das die prähistorische Zeit durchgemacht hat und immer noch hauptsächlich in den Gewässern vor der Küste Australiens lebt. Es ist ein riesiger Stachelrochen oder Manta. Die Leute nennen ihn die riesige Sirene, aber das ist verständlich. Per Definition sieht es aus wie ein äußerst furchterregendes Wesen. Mantas gelten als Fleischfresser, aber diese Art stellt keine Gefahr für den Menschen dar. Früher glaubte man, dass Mantarochen Taucher angreifen könnten, indem sie mit ihren Flügeln umarmen und zerquetschen. Es gibt auch andere, die glauben, dass ein Stachelroch einen Menschen verschlucken kann. Aber das ist nicht ohne Risiko. Wissenschaftler studieren den Stachelrochen selbst und seine Lebensweise direkt neben ihm. Die Mantarochen gelten als die größten der Kater. Die Körperbreite des Individuums kann bis zu 9 Meter betragen. Die Hauptmasse beträgt 44 Einzel-2 Meter. Während große Exemplare eine Masse von bis zu 3 Tonnen haben. Mantarochen ernähren sich von Zooplankton. Unser 7. Platz gehört zu Leviathan Male. Das Tier wurde zuletzt im Jahr 2008 gesichtet. Es ist ein uraltes, riesiges Wale-Potwhale-Monster. Vor etwa 10 Millionen Jahren auf dem amerikanischen Kontinent lebte und den Bewohnern dieser Zeit Angst versetzte. Was ist er? Die Höhe von bis zu 17 Metern ist enorm und plötzlich rücksichtslos. Ohne nachzudenken griff er nach der Hypothese der Wissenschaftler den kleineren Wal an und aß ihn. Prähistorische Kannibale. Er wurde ursprünglich Moby Dick genannt. Aufgrund der komplexen Klassifizierung des Tierreichs wurde es jedoch nach dem Seeungeheuer Melaleviathan genannt. Der Name Leviathan wurde ebenfalls eingenommen. Es heißt das prähistorische Tier Mastodon. Auf Platz 6 steht Gelicaprio. Werfen wir einen Blick auf dieses erstaunliche Geschöpf genauer. Woher bekommen Vertreter der Schreinerei und der Holzbearbeitungsindustrie Kreissägen? Es ist möglich, dass sie dieses Detail von Derry Caprion selbst kopiert haben. Das ist natürlich ein Witz, aber dieser fossilierte Hai ist wahrscheinlich ein Prototyp, um Werkzeuge für menschliche Aktivitäten zu schaffen. Es war wegen seiner ungewöhnlichen Zahnspirale, dass Delicapriona sehr unbekannt wurde. Ein typisches Caprion-Gel hat einen Spiraldurchmesser von 25 cm.
Das bedeutet, dass der ganze Fisch eine Länge von ca. 2-3 Meter hat. In der Literatur wurde die Größe erhöht und der Spiraldurchmesser erreichte 90 Zentimeter. Der Hai selbst erreichte 9-12 Meter. Dieses Monster lebte in der Karbon- und Permperiode. Chrono Dragon belegt den 5. Platz. Dieser riesige Pliosaurus lebte in der Kreidezeit vor etwa 120 Millionen Jahren. Aufgrund seiner enormen Größe wurde es nach dem griechischen Tytanklang benannt. Die Individuen haben eine Länge von 4 bis 10 Metern und ein Gewicht von 1 bis 10 Tonnen. Cranosaurus waren wilde und äußerst erfolgreiche Raubtiere in den antarktischen Ozeanen an der Spitze der Nahrungskette und unterdrückten sogar die Population der dort lebenden großen frühen niedlichen Haie, die kleine Cranosaurus jagten und eine potenzielle Bedrohung für diesen Pliosaurus darstellten. Auf dem 4. Platz steht ein kleines Gehege, bekannt als Maui-Eidechse, dem Namen des neuseeländischen Territoriums, das vor 83,66 Millionen Jahren während der späten Kreidezeit in den Gewässern des Beckens lebte, wo sich heute Neuseeland befindet. Es war der größte Plesiosaurier und wahrscheinlich das größte Meeresreptil in den Gewässern Neuseelands zu dieser Zeit. Der 3. Platz ist Skorpionkrebs. Die Kreaturen sind bis zu 2 Meter hoch. Stellen Sie sich vor, dass ein solches Monster in unserer Zeit beängstigend aussehen würde, aber die überwiegende Mehrheit dieser Arthropoden ist nicht mehr als 20 Zentimeter groß. Der Krebsskorpion existierte vor 510.440 Milliarden Jahren im gesamten Paläozoikum. Vor etwa 300 Millionen Jahren lebten die frühen Formen in den flachen Gewässern des Ozeans. Die meisten wenden sich dem Süßwasserleben zu. Einer dieser Skorpionkrebsarten zeichnet sich durch seine enorme Größe aus. Das größte bekannte Individuum der Art erreichte einen Rekord von etwa 2,5 Metern Körperlänge für Skorpionkrabben, aber alle Skorpionkrabben ernähren die gleiche Ernährung wie moderne Krabben. Sie sind Müllfresser. Der 2. Platz belegte Basilsaura. Basilazaur übersetzt aus dem Griechischen als königliche oder mächtige Eidechse. Die durchschnittliche Länge dieser Riesen beträgt 21 Meter. Es gibt jedoch größere Exemplare, die bis zu 25 Meter erreichen. Diese Raubtiere lebten vor 36 Millionen Jahren. Das Tier ist ein Säugetier, ein entfernter Vorfahre von Walen und Orcas. Eine interessante Tatsache ist, dass Wissenschaftler ungeformte Hinterbeine oder Besserbeine auf den Überresten dieser alten Art gefunden haben, was beweist, wie Lebewesen das Wasser verlassen und allmählich von Meerestieren zu Landtieren verwandelt wurden. Es wurde auch bewiesen, dass das Tier ein Säugetier und kein Reptil war. Nach dem Inhalt des Bauchs zu urteilen, frisst Buciosaurus hauptsächlich große Fische, einschließlich Haie. Manchmal gehören auch Jungwale und Rhodonas zu ihrer Beute. An erster Stelle stehen unsere Litz, der mit seiner enormen Größe erstaunlich ist. Ein erwachsener Fisch kann bis zu 16,5 Meter wachsen. Bei dieser Gesichtsgröße kann die Eibe kein aktives Raubtier sein. Wie moderne, riesige Wale und riesige Haie. Es ernährt sich von Plankton und lebte vor rund 160 Millionen Jahren in den tropischen Gewässern des modernen Europas während der Jurazeit. Trotz ihrer großen Größe und leichten Beute für Raubtiere waren sie unglaublich hartnäckig und atemten selbst bei schweren Verletzungen. Die Raubtiere fraßen ihn bei lebendigem Leib. Sie haben diese Ausgabe gesehen und wir hoffen, es hat Ihnen gefallen.
Wenn es Ihnen gefällt, hinterlassen Sie einen Kommentar und um nicht zu vergessen, das neue Video anzusehen, klicken Sie auf den Klingelton, der Sie an die Veröffentlichung einer neuen interessanten Version erinnert.